Hallo und willkommen zu einem Video über die faszinierende Geschichte der Blutgruppen, die Entwicklung des Rhesusfaktors und die mögliche Rolle der Anunnaki in diesem Prozess. Die Anunnaki-Theorie, die vorschlägt, dass außerirdische Wesen die Menschheit durch genetische Manipulation erschaffen haben könnten, bietet eine spannende und kontroverse Perspektive. Diese Idee basiert auf der Interpretation antiker sumerischer Texte und stellt eine alternative Sichtweise auf die Entstehung des Homo sapiens dar. Zunächst die wissenschaftlichen Grundlagen. Blutgruppen werden durch das Vorhandensein oder Fehlen bestimmter Antigene auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen bestimmt. Diese Antigene sind Proteine und Kohlenhydrate, die eine wichtige Rolle im Immunsystem spielen, da sie dem Körper helfen, zwischen eigenen und fremden Zellen zu unterscheiden. Es gibt 4 Hauptblutgruppen: A, B, AB und 0. Die Blutgruppenklassifikation ist besonders wichtig für Bluttransfusionen, da das Immunsystem des Empfängers auf fremde Antigene reagieren kann, was zu gefährlichen Transfusionsreaktionen führen könnte. Aus diesem Grund muss die Blutgruppe von Spender und Empfänger übereinstimmen oder kompatibel sein, um eine sichere Bluttransfusion zu gewährleisten. Nun zum Rhesusfaktor. Obwohl der Rhesusfaktor evolutionär schon lange existiert, wurde er erst 1937 wissenschaftlich entdeckt. Die Forscher Karl Landsteiner und Alexander S. Wiener entdeckten den Rhesusfaktor bei Experimenten mit dem Blut von Rhesusaffen, wodurch sie auf die Bedeutung dieses Faktors für menschliches Blut aufmerksam wurden. Der Rhesusfaktor ist ein Protein auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen. Personen mit diesem Protein sind Rh-positiv, während Personen ohne dieses Protein Rh-negativ sind. Der Rhesusfaktor ist weltweit verbreitet, jedoch variiert die Häufigkeit von Rh-positiven und Rh-negativen Menschen je nach Population. In Europa sind etwa 85% der Menschen Rh-positiv, während diese Zahl in Afrika und Asien noch höher ist. Das Wissen um den Rhesusfaktor hat die Medizin revolutioniert, insbesondere in den Bereichen Geburtshilfe und Transfusionsmedizin. Durch gezielte Untersuchungen und präventive Maßnahmen kann heutzutage das Risiko von Komplikationen bei Rh-Unverträglichkeiten erheblich reduziert werden. Der Rhesusfaktor spielt eine entscheidende Rolle bei Schwangerschaften, insbesondere wenn die Mutter Rh-negativ und das ungeborene Kind Rh-positiv ist. Diese Konstellation kann zu einer sogenannten Rh-Inkompatibilität führen. Während der Schwangerschaft können kleine Mengen des fetalen Blutes in den mütterlichen Blutkreislauf gelangen, insbesondere während der Geburt oder bei bestimmten medizinischen Eingriffen. Diese Antikörper können die roten Blutkörperchen des Fötus zerstören, was zu einer hämolytischen Anämie führen kann. Diese Erkrankung kann schwerwiegende Komplikationen wie Gelbsucht, Hirnschäden oder sogar den Tod des Fötus oder Neugeborenen verursachen. Um solche Komplikationen zu vermeiden, erhalten Rh-negative schwangere Frauen routinemäßig eine Injektion von Antideimmunglobulin während der Schwangerschaft und nach der Geburt eines Rh-positiven Kindes. Diese Injektion verhindert, dass das mütterliche Immunsystem die Antikörper gegen Rh-positives Blut bildet. Durch diese prophylaktische Maßnahme können die meisten Fälle von Rh-Inkompatibilität und deren potenziell schweren Folgen vermieden werden. Ich spekuliere, dass der Rhesusfaktor möglicherweise von den Anunnaki eingeführt wurde, um bestimmte genetische Mutationen in der menschlichen Population zu verhindern. Wenn wir annehmen, dass die Anunnaki fortgeschrittene Kenntnisse der Gene und der menschlichen Evolution hatten, könnten sie den Rhesusfaktor bewusst als Mechanismus integriert haben, um genetische Stabilität sicherzustellen. Durch die Einführung des Rhesusfaktors könnten die Anunnaki eine Methode entwickelt haben, um die Verbreitung unerwünschter genetischer Mutationen zu kontrollieren. Die Rh-Inkompatibilität würde dann als eine Art natürliche Selektion wirken, indem sie die Fortpflanzung in bestimmten genetischen Kombinationen erschwert. Dies hätte zur Folge, dass nur bestimmte genetische Merkmale, die möglicherweise als wünschenswert oder stabil angesehen wurden, in der Bevölkerung weitergegeben werden. Diese hypothetische Manipulation könnte darauf abzielen, die Menschheit vor genetischen Krankheiten oder schädlichen Mutationen zu schützen, die die Gesundheit und das Überleben der Spezies gefährden könnten.
In dieser Spekulation wäre die RH-Inkompatibilität nicht nur ein zufälliges genetisches Phänomen, sondern ein gezielt eingesetztes Werkzeug zur genetischen Optimierung. Mit der Entdeckung und dem Verständnis der RH-Inkompatibilität sowie der Entwicklung von medizinischen Gegenmaßnahmen wie dem Anti-D-Immunglobulin haben Menschen möglicherweise begonnen, die von den Anunnaki eingeführten Mechanismen zu überwinden. Die Verbreitung von RH-negativen Individuen ist in einigen isolierten Bevölkerungsgruppen höher, was auf genetische Drift und andere evolutionsbedingte Faktoren zurückzuführen sein könnte. Einige spekulieren, dass die Anunnaki genetische Experimente durchgeführt haben, um die menschliche Evolution zu beschleunigen. Dies könnte möglicherweise zur Entstehung der verschiedenen Blutgruppen und des Rhesusfaktors beigetragen haben. Laut der Wissenschaft ist der Rhesusfaktor ein Produkt der genetischen Evolution und lässt sich bis zu den gemeinsamen Vorfahren von Primaten zurückverfolgen. Es wird angenommen, dass die Gene, die für den Rhesusfaktor verantwortlich sind, bereits vor Millionen von Jahren in frühen Primaten vorhanden waren. Diese Gene haben sich im Laufe der Evolution bei verschiedenen Primatenarten, einschließlich des Menschen, weiterentwickelt. Die Trennung der genetischen Linien, die zu RH-positiven und RH-negativen Menschen führte, könnte vor etwa 100.000 bis 200.000 Jahren erfolgt sein, etwa zu der Zeit, als die modernen Menschen, die Homo sapiens, entstanden. Diese Trennung wäre das Ergebnis einer genetischen Mutation, die das Fehlen des D-Antigens bei RH-negativen Individuen verursachte. Genetische Mutationen sind Veränderungen im Erbgut, die im Laufe der Zeit auftreten können und zur Vielfalt der Blutgruppen sowie zur Entwicklung des Rhesusfaktors beigetragen haben könnten. Folglich gibt es Menschen mit RH-negativem Blut möglicherweise seit etwa 200.000 Jahren. Also kann man sagen, dass der RH-Negativ-Faktor mit dem Homo sapiens entstanden sein muss. Die genaue Zeit und die evolutionären Mechanismen bleiben jedoch Gegenstand weiterer wissenschaftlicher Forschung und kontroverser Debatten. Die Geschichte der Menschheit ist komplex und enthält viele ungelöste Rätsel. Theorien wie die der Anunnaki können uns dazu inspirieren, neue Blickwinkel einzunehmen und über die Grenzen des Bekannten hinauszudenken. In der Theorie der Anunnaki wird spekuliert, dass genetische Manipulationen durch die Anunnaki nicht nur zur Schaffung des Homo sapiens führten, sondern auch zur Diversifizierung der Blutgruppen und des Rhesusfaktors. Die Verbindung zwischen wissenschaftlichen Fakten über Blutgruppen und den Rhesusfaktor mit der Anunnaki-Theorie bietet einen spannenden Diskussionspunkt. Obwohl die Mehrheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft natürliche evolutionäre Prozesse als Erklärung für die Vielfalt der Blutgruppen und den Rhesusfaktor sieht, gibt es interessante Aspekte, die man in den Kontext der Anunnaki-Theorie stellen kann. Könnte es sein, dass die genetischen Mutationen, die zur Entstehung der Blutgruppen und des Rhesusfaktors führten, das Ergebnis von Experimenten der Anunnaki waren? Diese Theorie bleibt spekulativ, aber es gibt interessante Parallelen, die eine Untersuchung wert sind. Befürworter der Anunnaki-Theorie spekulieren, dass die verschiedenen Blutgruppen und der Rhesusfaktor das Ergebnis gezielter genetischer Eingriffe durch die Anunnaki sein könnten. Sie argumentieren, dass diese Unterschiede nicht zufällig entstanden sind, sondern das Produkt von Experimenten einer fortschrittlichen außerirdischen Zivilisation sind. Die wissenschaftliche Annahme, dass die Trennung der genetischen Linien, die zu RH-positiven und RH-negativen Menschen führte, vor etwa 100.000 bis 200.000 Jahren erfolgte, könnte im Einklang mit dem vermuteten Zeitpunkt stehen, zu dem die Anunnaki die Menschheit erschaffen haben sollen. Diese zeitliche Übereinstimmung wird von Anhängern der Theorie als unterstützender Hinweis gesehen. Die höhere Häufigkeit von RH-negativen Individuen in einigen isolierten Bevölkerungsgruppen könnte als Ergebnis von genetischen Experimenten oder spezifischen genetischen Anpassungen durch die Anunnaki interpretiert werden. Die Theorie könnte erklären, warum bestimmte genetische Merkmale in bestimmten Populationen häufiger vorkommen. Die mögliche Verbindung der wissenschaftlichen Fakten über Blutgruppen und den Rhesusfaktor mit der Anunnaki-Theorie bietet einen faszinierenden Gedankenaustausch zwischen Mythologie und Wissenschaft.
Während die wissenschaftliche Forschung weiterhin natürliche evolutionäre Erklärungen bevorzugt, bleibt die Idee der Anunnaki ein interessantes und kontroverses Thema, das die Vorstellungskraft anregt und zu weiterführenden Diskussionen einlädt. Die Mehrheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft betrachtet die Evolution der Blutgruppen und des Rhesusfaktors als Ergebnis natürlicher genetischer Prozesse. Diese Position beruht auf umfangreichen genetischen Studien und evolutionären Analysen. Wissenschaftler erklären die Vielfalt der Blutgruppen und des Rhesusfaktors durch evolutionäre Vorteile und Anpassungen. Verschiedene Blutgruppen könnten durch unterschiedliche Krankheitsanfälligkeiten und Überlebensvorteile in verschiedenen Umgebungen begünstigt worden sein. Die Forschung konzentriert sich weiterhin auf natürliche Erklärungen, die durch genetische und fossile Beweise untermauert werden, um die komplexe Geschichte der menschlichen Evolution zu verstehen. Während wir offen für verschiedene Theorien sein sollten, ist es ebenso wichtig, kritisch zu bleiben und wissenschaftliche Beweise zu berücksichtigen. Während die Anunnaki-Theorie eine interessante und spekulative Erzählung bietet, fehlt ihr die wissenschaftliche Basis. Es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass außerirdische Wesen an der genetischen Entwicklung des Menschen beteiligt waren. Die wissenschaftliche Methode verlangt reproduzierbare Beweise und nachvollziehbare Erklärungen, die durch genetische Analysen und fossile Funde unterstützt werden. Nun haben wir die wissenschaftlichen Grundlagen der Blutgruppen und des Rhesusfaktors sowie die Theorie untersucht, dass die Anunnaki durch genetische Experimente daran beteiligt gewesen sein könnten. Was denkt ihr über diese Theorie? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, ich bin gespannt, was ihr zu meiner Idee der Geburtenkontrolle sagt. Danke fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal für mehr spannende Inhalte.